Life's short, stunned it. Junge! This is not 360 double bar spin. Ja! Yo Leute, was geht? Wir sind heute wieder an meinem Homespot in Marinau, wo ich ja letzte Woche schon mit dem Slopestyle-Bike gefahren bin. Aber heute bin ich hier weder mit meinem Dirt noch mit meinem Sloperad, sondern mit dem Freeride-Bike. Und ich bin gerade dabei, Bikehack mit 2 Dämpferpumpen, meine Vordergabel und mein Dämpfer am Aufpumpen, weil ich vorhabe, heute die Slopestyle-Line mit meinem Freeride-Bike zu fahren. Bei besten Konditionen, es sind 0 Grad, aber ich habe mir alles mal angeguckt, es ist zwar leicht schlammig, aber es geht kein Wind. Ich denke, es sollte möglich sein, das zu fahren. Ich muss es mal testen, ob es zu nass ist oder nicht. Ich knall jetzt hier mal noch ein bisschen Luft drauf, damit die Suspension nicht so viel wegschluckt beim Fahren von der Line, von den Kickern. Wie viel machen wir da? Alles. Für Leute, die meine Slopestyle-Line hier noch nicht gesehen haben, die geht los mit diesem Startdrop. Die Distanz zwischen Drop und Landung ist ca. 3 Meter, Weite 4,5, 5 Meter. Denke ich, sollte auf dem Freeride-Bike nicht das Problem sein. Danach geht es in 90 Grad Steilkurve. Ich denke auch, das ist mit dem Freeride nicht weiter wild. Wir haben auch hier mal ein bisschen Teppich hingelegt, weil es darunter echt nass war. Aber ansonsten ist es schon so kalt. Zeig mal die Kurve. Das ist schon alles wie ein bisschen gefroren. Aber das ist eigentlich perfekt, weil wenn es, sagen wir mal, 3-4 Grad wärmer wäre, dann wäre das Ganze, was jetzt gefroren ist, matschig. Und so sollte das, denke ich, ganz gut passen. Der Boulderlock ist ca. 3,5 Meter hoch und hat eine Weite von auch wieder so 4-5 Metern. Wenn man das Gap geschafft hat, geht es in den ersten Sprung, der 2,40 Meter hoch ist. Und die Distanz ist hier wieder so 5-6 Meter. Mit dem Slope und mit dem Dirtbike kann man hier mit Pushen durchrollen. Aber was ich erwarte mit dem Freeride-Bike, da das ja die Suspension hat und die dickeren Reifen mit größerem Profil, denke ich, dass das alles auf jeden Fall langsamer rollt. Deswegen denke ich, dass ich nach dem Boulderlock bestimmt 1-2 Mal kräftig treten muss, um es über den Sprung zu schaffen. Hinten an der Landung ist schon einiges abgebröckelt und runtergefallen durch den starken Regen und durch den Frost. Aber was soll's, wir fahren es jetzt trotzdem. Und dann geht es hier runter in den letzten Sprung. Der ist 2,20 Meter hoch und die Distanz ist, ich glaube 4,5 Meter. Hier ist es gut nass. Muddy AF. Also hier, das ist die Landung von dem letzten Sprung. Und man sieht es ja, der Mulch ist teilweise gefroren. Eigentlich hatte ich vor, zum Warm-up noch die kleine Line zu fahren. Soll ich es machen? Ja, ich glaube, kurz als Warm-up fahre ich mit meinem Freeride-Bike die kleine Trails-Line und schnall euch mal mit der GoPro an meinen Helm. Ist schon echt frisch jetzt. Wo wir hergefahren sind, war die Sonne draußen. Und jetzt, oh, Schlamm. Jetzt die Sonne weg und es wird übelst kalt. Oh, hier ist schlammig. Jetzt kommen die Doubles. Oh, gerade so. Und letzter Sprung. Oh, sweet. Oh. Also ich habe mir die Sprünge davor nicht angeguckt. Und hier waren jetzt schon ab und zu einige Matschpfützen. Das hat das Ganze schon ein bisschen sketchy gemacht. Außerdem sind das ja richtige Dirt Trails. Und die sind halt echt kicky. Aber ich denke, die Rundungen an der Slopestyle-Line sind viel besser für das Freeride-Bike. Von hier oben ziehe ich jetzt ab in den Drop, Anlieger und Boulderlock. Wenn ich das schaffe, dann trete ich auf jeden Fall gleich weiter und versuche die ganze Line durchzufahren. 3, 2, 1, dropping in. Wow.
Oh! Wow. Das habe ich ganz ehrlich erwartet. Der Drop und die Kurve waren mega gut, würde ich sagen. Ich habe zweimal getreten, abgezogen und hatte fast keinen Schwung mehr, über den Bonerlock zu kommen. Aber es war ja erstmal Runde 1 und jetzt mache ich es da rein in den Bonerlock und dann hoffentlich über die nächsten Sprünge. Zweiter Versuch. Oh. Wow! Ja! Hab's perfekt reingeschafft in den Bonerlock diesmal. Und dann war der Rest auch echt easy. Man hat jetzt natürlich nicht so eine geile Hangtime wie auf dem Slope oder Dirtbike. Aber ich denke, ein bisschen was geht jetzt hier schon. Ich will die Line mit einem Suicide No-Hand Drop starten. Und dann irgendwas am letzten. Irgendwas zum Aufwärmen. Wow. Ich würde sagen, ich mache einen Suicide No-Hand am großen Sprung und dann noch irgendwas am letzten. Irgendwas, wer das noch nicht gesehen hat. Ich kann ja einmal meinen Lenker drehen, weil ich so eine Topcap habe, wo das vordere Bremskabel durchgeht. Oh, oh, yo. Nicht gesuit, aber dafür gebarst bin. Bevor ich es vergesse, am 9.12. ist auch noch Night of the Jumps in Oberhausen, wo ich am Start sein werde. Also wenn ihr am 9.12. noch nichts vorhabt und aus der Gegend vom Ruhrgebiet kommt oder ihr auch Bock habt, von weiter weg dahin zu fahren und eine coole Motocross, Freestyle Motocross und Mountainbike Show zu sehen, der sollte auf jeden Fall vorbeikommen. Unten in der Beschreibung sind auch Links zu den Tickets, also wer Bock hat, kommt vorbei. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Aber wie ich schon gesagt habe, ich habe hier vorne das Kabel drin, weswegen auch der Barspin geklappt hat. Und weil der so gut ging, probiere ich direkt einen Tailwhip an dem letzten Sprung mit dem Freeride Bike, mit dem 27,5er. Mal gucken, ob der Tailwhip sitzt beim ersten Sprung. Max, ready? Nice! Oh, stoked! Also der Trick fühlt sich echt geil an auf der Kiste. Ist zwar ein Ticken schwieriger, aber nicht viel schwerer als mit meinem Hardtail. Backflip. Backflip? Willst du einen Backflip sehen? Ey, ich habe echt zu tun, über den letzten Sprung drüber zu kommen, aber was soll's? Ihr wollt ja natürlich alle einen Backflip sehen, das weiß ich doch. Erstmal kurz den ganzen Mist hier rausmachen, bevor ich auf der Rampe wegrutsche. Oh, ich habe schon 1-2 Flips auf der Karre gemacht, aber noch nie hier und das ist auch der größte Sprung. Oh, Junge! Alter! Man sieht zwar keinen Abdruck auf dem roten Teppich, aber es war auf jeden Fall ein guter Hang-Up. Aber ich habe es ehrlich gesagt auch nicht anders erwartet. Man verliert so viel Schwung durch die Nässe, durch die Reifen, durch die Gabel und durch den Dämpfer. Aber stoked, dass ich ihn gemacht habe. Ich habe noch einen, den will ich aber nicht verraten. Den mache ich einfach. Und wenn ich den stehe und ihr den Trick feiert, dann gebt mir auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben. Wenn ihr ganz schnell seid, könnt ihr unten in den Kommentaren mal raten, was ich jetzt gleich mache. Life's short, stun it! Oh! Geil! Hier hinten ist es mittlerweile so nass, ich bin gerade beim Antreten da weggerutscht. Ohne wegrutschen.
Oh, Junge! Ja! Ne. Shit. Ihr habt es bestimmt gesehen. Ich habe mich zwar mega gefreut, Alter, Frontflip auf dem Freeride-Bike. Aber ich bin mit dem Fuß von der Pedale abgerutscht. Ja, muss ja. Ich muss das Zeug ja sauber landen. Wer das Ding nicht sauber auf 1 steht, der muss eben noch mal ran. Life's short, stunted. Joho! Joho! Ja, Alter! Der war clean wie Butter. Ich mir alle Watteln im Schrank. Ding! Nice, Alter. Stoked! Hammer! Es war schon eine ganz schöne Schlammschlacht. Und das behindert auf jeden Fall ziemlich beim Schwung mitnehmen. Aber ich bin auf jeden Fall stoked, dass ich erstmal durch die Line überhaupt gekommen bin. Und dann 1, 2 geile Tricks noch ging. Sui No-Hand, Barspin, normaler No-Hand, Tailwhip, Backflip, Frontflip. 6 Tricks. Ich denke, das war auch nicht das letzte Mal, dass ich hier mit dem Fahrrad gefahren bin. Wenn ihr Bock drauf habt, so ein Video zu sehen, wenn wieder Frühjahr ist oder Sommer, mit dem Bike auf der Slopestyle-Line, dann lasst es mich auf jeden Fall mal in den Kommentaren wissen. Weil ich denke, dann geht vielleicht noch ein bisschen was mehr. Noch ein was, ihr habt vielleicht den Beat im Hintergrund gehört, den Hip-Hop-Beat. Mich hat ein Manager angeschrieben von 2 Jungs, die heißen The Crates. Das sind Producer aus Berlin. Die haben schon für Raf Camora, 187 und Capital Bra produziert. Und er hat mich gefragt, ob ich deren Beats in meinen YouTube-Videos verwenden will. Mega geil, habe ich natürlich angenommen und den hinten reingepackt. Also wem der Beat gefallen hat, unten ist der Link zu deren YouTube-Seite und zu deren Instagram-Seite. Ja, holt euch Karten für den 9.12. für Oberhausen, Night of the Jumps. Und jo, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Klickt hier, um mein letztes Video zu sehen, hier, um den Channel zu abonnieren. Haut rein. Peace.